Man gründet Universitäten nicht auf dem Tiefpunkt der Macht. Das ist ja eingetreten. Also Tiefpunkt der Macht würde ich nicht sagen, sondern es war sozusagen eine Transformation. Es ist immer eine Mischung aus Chance und Besorgnis, mit der die Städte diesen Universitäten gegenübertreten. Das erste Matrikelbuch der Universität Jena, also der Ort, an dem die Verbindung der Studenten mit ihrer Universität schriftlich gemacht wird. Es ist ja wirklich sehr selten, dass wir überhaupt zu unseren archäologischen Funden Nachfahren noch fassen können. Das bedeutendste Dokument der Jenaer Universität, das Stiftungsprivileg, Gründungsurkunde von 1557. Positives Ergebnis eines dramatischen Abstiegs. Der Fall der Ernestiner, ältester Zweig des Hauses Wettin. 1547 hatte der sächsische Kurfürst Johann Friedrich I. mit seinen protestantischen Verbündeten den Schmalkaldischen Krieg gegen den katholischen Kaiser Karl V. verloren. Damit die Kurwürde, mehr als die Hälfte seiner Ländereien, den Sitz in Torgau, die Wittenberger Universität. Es bleiben die kleinen thüringischen Gebiete. Die ernestinischen Wettiner ziehen sich nach Weimar zurück. Noch in der Gefangenschaft, am Tiefpunkt der Macht, verfügt Johann Friedrich die Gründung einer Hohen Schule, der späteren Universität. Für Prinz Michael Benedikt von Sachsen-Weimar-Eisenach eine Transformation. Also Tiefpunkt der Macht würde ich nicht sagen, sondern es war sozusagen eine Transformation von einer greifbaren Macht mit militärischen Attributen, die man ja nicht mehr war, weil man die Kurwürde ja verloren hatte, nicht? Und das im Verfolg der Reformation zu einer kulturellen Macht. Das war das eine. Und das zweite war natürlich, man brauchte einen gemeinsamen Bezugspunkt, etwas, mit dem sich die Thüringer Wettiner identifizieren konnten. Was war der Wertekanon, der damals zu der Gründung der Universität geführt hat? Was waren die Auslöser? Was waren die Perspektiven? Freiheit, Freiheit der Lehre. Das ist ja, wenn Sie so wollen, das Konzentrat der Reformation. Auch Luther, nicht? Luther wollte die katholische Kirche reformieren und nicht eine neue gründen. Aber es war eben der Begriff der Freiheit, der sich ja auch nochmal in der deutschen Aufklärung ganz deutlich manifestiert hat. Die Freiheit der Lehre, der Gedanken, lockte namenhafte Größen an die Jenaer Universität. Schiller, Kant, Hegel, Feuerbach. Sie konnten auf einen Schatz zurückgreifen, die Bibliotheca Electoralis, die kurfürstliche Bibliothek, Kern der Universität. Johann Friedrich I. hatte sie im August 1549 in das Jenaer Dominikanerkloster bringen lassen, dem späteren Collegium Jenense. 1500 Bände, Schriften des klassischen Altertums der ersten nachchristlichen Jahrhunderte. Ein Wissensspeicher der Wittenberger Reformation. Ich empfinde den Umgang mit den Büchern immer als etwas, was schon Menschen jahrhundertelang vor mir in der Hand gehabt haben. Also das sind natürlich immer, sagen wir mal, historische Verläufe. Bücher haben ihre Schicksale, aber ich finde immer wieder die Spuren von den Menschen, die sie besessen haben, für die sie ihren Wert besessen haben in diesen Büchern. Also ihre Besitzspuren oder manchmal auch Anmerkungen. Das ist das Handexemplar Martin Luthers. Und es ist deswegen natürlich besonders spannend, sozusagen einmal Luther und seiner Tischgemeinschaft direkt über die Schulter schauen zu können. Wie ringen sie nochmal um eine verbesserte deutsche Übersetzung des Neuen Testaments? Und dies ist also das Neue Testament, das schon gedruckt ist, also in der lutherschen Übersetzung, 1540. Und das ist also Luthers eigene Hand. Sie sehen schon Streichungen durch den Text, Anmerkungen, wie der Text neu geformt werden kann. Und wenn wir dann die Ausgabe von 1541 der Wittenberger
Bibel daneben halten würden, würden wir sehen, dass all diese handgeschriebenen Verbesserungsvorschläge dort untergebracht sind. Das ist das Matrikelbuch, das erste Matrikelbuch der Universität Jena, also der Ort, an dem die Verbindung der Studenten mit ihrer Universität schriftlich gemacht wird. Dieses Buch liegt dann auf dem Tisch und der Student tritt vor das Buch, legt seine Schwurfinger auf die Seite und liest den Schwur, den er auf der gegenüberliegenden Seite liest, vor. Ich schwöre, dass ich dem Landesherrscher diene, dass ich der Leitung der Universität diene, dass ich mich immer lieb benehme und so weiter. Das wurde also noch mehrfach erweitert. Und er sieht in dem Moment, wo er das schwört, den Weltenrichter. Also er sieht, es kann sein, dass wenn ich mich hier in einigen Vergehen strafbar mache, dass es vielleicht unentdeckt bleibt, aber es gibt da einen, der sieht es doch. Dann folgen die Einträge der Studenten des ersten Jahrgangs der Jenaer Universität 1558. Das ist mit diesen 2 Seiten getan. Weniger als 200 Studenten sind es anfangs. Als Ortolf Vommann der Jüngere Professor der Rechte in Jena wird, sind es bereits weit über 1000. Enrico Paust will mit einer Kopie des Vommannschen Porträts zu einem Treffen mit einer späten Verwandten des Professors. Noch heute sind Nachkommen der ersten Professoren eng mit der Stadt verbunden, die damals mit Gründung der Universität einen Boom erlebte. Die Akten, sagen die Historiker, belegen das eindrücklich. Es wird erstmal das Innerstädtische verändert. Alles, was uns sozusagen stört, kommt, was unrein ist, kommt raus. Immer weiter raus verlagert in die Vorstädte bzw. an die Saale. Es kommt als zweites hinzu, wir haben eine akute Notsituation, Unterbringung von Studierenden. Das war im ersten Semester noch nicht das große Problem, waren ja nur wenige. Und die wurden in der umgebauten Universitätskirche untergebracht. Aber mit Blick dann auf die Entwicklung in Richtung 1600 wird das dynamisch. Es kommt jetzt natürlich immer mehr Druck von außen, aber die Fläche Jenas bleibt ja die gleiche. Man hat als erstes angefangen und hat die Häuser aufgestockt, soweit es ging. Und dann gibt es natürlich die Dynamik im Handwerkerbereich. Da spielen zum Beispiel die Schuster eine herausragende Rolle. Wenn man studentische Disziplinarakten durchschaut und Schuldenakten anguckt, dann sieht man natürlich auch mindestens 4-mal im Jahr werden die Schuhe besohlt, die Stiefel besohlt. Das ist klar, das fordert natürlich für so eine kleine Stadt, ist dann erklärbar, warum es so viele Schuster gibt, Bäcker, Fleischer. Alles wird dynamisch. Und das führt dann dazu, dass wir sagen können, also im 17. Jahrhundert entfaltet sich hier ein wirklich sehr anschauliches Universitätsgefüge. Die Städte sehen ja das Kommen von Universitäten eben mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also das Kommen ist natürlich immer eine ökonomische Chance, aber es ist auch für so eine Kooperation eine Herausforderung, dass ihr eine andere Kooperation, die von ihr unabhängig ist und die autonom agiert, sozusagen in ihre Mitte gesetzt wird, mit allen Konflikten, die daraus entstehen, zwischen Stadtbürgern und Studenten, wo es um Lärm geht, wo es um studentische Aktivitäten überhaupt in der Nacht geht. Aber man darf das nicht überzeichnen. Alle Gruppen in der Stadt wissen eigentlich, was da abläuft, ne? Dass das zur studentischen Standeswahrung, zur Abgrenzung des Lebensraums, zur Abgrenzung des Standes dazugehört. Es darf nur nicht überhand nehmen. Dann versucht die Stadt zu agieren und vor allen Dingen, wenn es exzesshaft, dauerhaft wird, dann agiert natürlich auch die Herrschaft. Jahrhunderte später wartet im Magazin des Lehrstuhls für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie Ortolf Vommann der Jüngere auf seine Verwandte. Sein Großvater verbindet ihn mit Waltraud Illner, die in seinem Gesicht Familienähnlichkeit sucht. Es geht schon unter die Haut und ich habe also
Ich denke, ich muss noch mal dazu sagen, es waren vorher Figuren, die in der Chronik standen, ne? Es waren Papiermenschen und es war spannend nachzulesen, aber eine wirkliche Vorstellung konnte man sich trotzdem nicht machen, ne? Es gibt alte Bildnisse und jetzt ist es halt eine Gegenüberstellung, dass man das Gefühl hat, man könnte ihm auch heute noch begegnen auch. Das ist eine ganz ungewöhnliche Konstellation, dass man so Bildnis oder verschiedene Bildnisse, Epitaphfigur, Professorengemälde und jetzt die Gesichtsrekonstruktion zusammen hat. Da wird Geschichte lebendig. Und das ist mein Großvater, ja. Es ist ja wirklich sehr selten, dass wir überhaupt zu unseren archäologischen Funden Nachfahren noch fassen können. Ja. In dem Fall auch noch in der gleichen Stadt, nach 400 Jahren. Eine außerordentliche Erfahrung, die man sich vorher so gar nicht vorstellen konnte.